Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nach langem Nachdenken habe ich mich dazu entschlossen, weiter an den Figuren vom neuen HeroQuest zu arbeiten. 3 von 4 Helden habe ich ja bereits etwas verändert. Diesmal kommen die Chaoskrieger oder wie sie jetzt heißen, Schreckenskrieger dran. Eins der Modelle bleibt wie es ist und wird deswegen auf die Seite gelegt und darf auf Farbe warten. Die anderen 3 kommen alle in der einen oder anderen Form unters Messer. Wie ja bereits im ersten Video zum Umbau der HeroQuest-Figuren gesagt, ist das Material ein Weichplastik, was Vor- und Nachteile hat. Der größte Nachteil ist eben, dass es weich ist. Was allerdings auch ein Vorteil ist, weil es sich gut schneiden lässt und ich keine Säge brauche, sondern nur das Messer. Allerdings ist das Kleben nicht besonders schön und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob der Sekundenkleber wirklich hält. Aber egal, legen wir los. Der erste Chaoskrieger wird relativ einfach umgebaut. Er bekommt nur ein neues Schwert. Die Streitkolben, mit denen die Krieger bewaffnet sind, sind extrem groß. Ja, wir haben es mit Chaoskriegern zu tun und die verfügen über Riesenkräfte. Aber irgendwie sind die Streitkolben unförmig und gefallen mir einfach nicht. Also müssen sie weg. Nachdem das Schwert abgetrennt ist, wird wie immer ein Loch für einen Messingstift gebohrt. Ohne die geht es hier einfach nicht. Das ist genau das gleiche wie bei den Helden. Das Material muss miteinander verbunden sein. Das neue Schwert kommt von Reaper Miniatures und soll vermutlich das Schwert eines Barbaren darstellen. Also passend für einen Chaoskrieger. Auch hier bohre ich wieder ein Loch für einen Messingstift und klebe dann das Schwert einfach an. Damit ist der erste Chaoskrieger dann auch schon fertig und kann auf Farbe warten. Beim nächsten Chaoskrieger wird neben der Waffe auch der Kopf ausgetauscht. Dazu trenne ich zuerst den Streitkolben ab, denn der ist im Weg. Der Kopf wird abgeschnitten und dann wird die Stelle mit dem Messer noch etwas geglättet. Das weiche Material lässt sich zwar gut schneiden, aber glätten ist ein bisschen schwierig. Der neue Kopf ist von Games Workshop und stammt, wie könnte es anders sein, von einem Chaoskrieger. Die Halbkugel, mit der der Kopf in die GW-Figur geklebt werden kann, wird hier nicht mehr gebraucht. Auch wenn ich versucht hatte, eine entsprechende Vertiefung in das Modell zu bohren. Das hat einfach nicht geklappt. Daher trenne ich jetzt auch die Kugel kurzerhand ab und bohre die Löcher für den Verbindungsstift. Bevor der Kopf jetzt festgeklebt wird, bekommt der Krieger ebenfalls ein Schwert. Das ist wieder von Reaper Miniatures und diesmal ist es ein ganz einfaches Standardschwert. Nachdem auch das vorbereitet ist, wird zuerst der Kopf angeklebt, weil sonst wäre das Schwert im Weg. Den Kopf selber drehe ich noch ein bisschen, denn so verändert sich die Pose der Figur etwas und sie kriegt ein anderes Aussehen. So sehen die 4 Modelle dann fertig bemalt aus. Einen Chaoskrieger habe ich während eines Livestreams umgebaut, das ist der hier vorne. Er hat einen neuen Kopf und auch eine neue Hand bekommen. Die Arbeitsschritte waren dabei die gleichen wie bei den anderen Modellen. Hand abtrennen, Kopf abtrennen, ersetzen durch neue Teile, fertig. Zuerst hatte ich ja vorgehabt, nicht weiter mit den HeroQuest-Modellen zu arbeiten. Aber dann hatte ich doch irgendwie Lust und überlege jetzt noch das eine oder andere Video dazu zu machen. Wenn ihr gerne mehr von HeroQuest sehen wollt, dann schreibt's mir gerne in die Kommentare. Wie immer hoffe ich am Ende des Videos, dass es euch gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.